Was geht ab, meine kleinen Ras? Hier ist Rahim, ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim und Spezialgast Dana. Wobei du ja auch nicht mehr Spezialgast bist, du sitzt ja bei den K-Pop-Videos immer hier drin. Ich bin der Standardgast. Du bist der Stanni-Gast. Leute, was geht ab? Ich hoffe, ihr habt einen schönen Start in den Tag und Start in den Tag und einen schönen, wundervollen guten Morgen wünschen wir hier live aus dem Spaceship Studio hier mitten aus Köln. Willkommen in einer neuen Folge von Random K-Pop Songs mit Dana und Rahim. Mittlerweile ist es. Du solltest so eine Radioshow machen. Ja, ich habe. Das war gerade auch ein bisschen extra so in die Richtung. Wenn ich hier ein anderes Mikrofon hinstellen würde, dann würde es auch genauso klingen. Aber wir machen ja hier kein Radio, sondern YouTube. Wow. So, Leute. Ja, Random K-Pop fühlt sich aber gerade tatsächlich ein bisschen so an, weil wir gerade alles irgendwie durcheinander schießen. Und trotzdem gibt es Leute, die sich weiterhin beschweren, dass ihre Gruppen zu selten kommen. Ja. Wir sind halt nicht so schnell. Wir können nicht 10 K-Pop-Videos an einem Tag machen. Ja. Weiß nicht. Und wir machen das ja auch nicht nur für die Klicks und die Views und für die Likes und sonstiges, wie es mir ja auch immer gerne hinterher gesprochen und geworfen wird. Deswegen, das ist halt auch das Ding. Es waren 4 Videos am Tag, Minimum, 2 Monate lang. Und 1 davon war K-Pop. Und wenn ich es wirklich für die Klicks machen würde, dann hätte ich ja 4 davon für K-Pop, mit K-Pop. Oder 3 mit K-Pop. Oder 2 oder auf jeden Fall mehr als 1. Habe ich aber nicht, weil es mir darum ging, einfach wirklich alles mal abzuchecken. Ja, naja, gut. What you want, guys. Genau, und dann war das Thema, ja, du machst ja nur die großen Gruppen und dann, wenn ich dann ein paar kleinere mache, heißt es, du machst gar nicht mehr die großen oder halt nicht mehr BTS oder Blackpink. Also ich kann schon verstehen, wenn ich dann News höre zu Burnout-Influencern, die einfach mit ihrem Leben nicht mehr klarkommen. Stichwort Sophia Thiel. Oh, ja, man weiß halt nicht mehr, was man machen soll, ne? Irgendwas macht man dies, passt es nicht, macht man das, passt es nicht. Aber manchen passt es ja doch trotzdem, deswegen, hi! Ist es dieses Nein. Rauschen? Nein. Ich höre es auch. Hörst du es auch so? Ja. Saugt da jemand? Das wäre merkwürdig. Auf jeden Fall, naja, egal. Kommen wir zurück zum Thema, warum wir uns hier versammelt haben. Lasst erstmal ein Abo da. Ja? Allein dafür, dass wir hier verwundert sitzen und versuchen herauszufinden, wo das Fiepen herkommt. Wir checken heute ab, wen? Taemin. Mit? Want. Warum? Weil ihr das wolltet. Und ich auch. Irgendjemand hat geschrieben, das ist so der MJ von K-Pop oder geht so in die MJ-Richtung und deswegen fand ich es mega interessant und es war noch relativ neu und ich dachte, hey, dann gucken wir uns das jetzt unbedingt an sofort. Genau, das wollte ich eigentlich hören, dass er der MJ von K-Pop sein soll. Also ich bin gespannt, wir haben ja 80s die Tage abgecheckt und die haben auch einige MJ-Moves rausgepackt. Und, ja, genau. Und NCT mit Superhuman. So. War ja auch so, das war, meintest du, ne? Und da hatte auch wieder jemand drunter geschrieben, dass es ja eher eine Nummer für Taemin und, entschuldige, ich habe den anderen Namen vergessen, wäre. Ja, ich meinte NCT 127 und Superhuman. Nicht 80s. 80s war der Songvergleich. Ja, genau. Ja, das haben wir, ja, egal. Okay, kommen wir jetzt zu Themen. Actionfilm. Wow. Oh. Was ist das? Sorry, dieses was da auch gerade wieder kam. Ja, das sind Ja. Das wahrscheinlich, das könnte wirklich gut sein, dass es auch wieder mit Vocals gemacht wurde, also irgendwie die Stimme aufgenommen und dann schön stark verzerrt, moduliert und so weiter. Da kann man einiges machen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ansonsten vielleicht irgendwas mit der E-Gitarre oder wirklich ein Synthesizer. Aber ich glaube, hier ist es wirklich eine Stimme. Ne, auch hier dieses, was man jetzt, das ganz hohe, das ist auch so ein Vocal, gepitchte Vocal. Oh ja.
순간 목이 타는 듯해 불안전해 뜨거움의 정의를 내리려 해 본능도 이속마저도 더 원하게 될 테니 더 타오르게. Also ich hätte jetzt vorab schon mal erwartet, dass seine Stimme nicht so viel Raum hat. Also ich hätte jetzt erwartet, dass sie wirklich mehr in die Fresse kommt, mehr hier direkt vorm Gesicht sitzt, ein bisschen trockener klingt und weniger Raum hat, hätte ich jetzt erwartet. Wieso hättest du das erwartet? Ich finde, das passt zu dieser Art von Musik, passt das besser und ist auch zeitgemäßer, weil die ganzen Songs, die wir in die Richtung hören, aus den USA, die sind dann eher so gemischt und finde ich irgendwie persönlich es geiler, weil das Ding von vornherein hat ja schon direkt einen Groove. Ja, wir sind einfach schon im direkten guten Tempo. Das ist wahrscheinlich so ein um die 110 BPM Ding, also Beats pro Minute. Wenn nicht sogar ein 108er. Das ist so ein standardbekanntes Tempo. Ne, und das eigentlich ist ja vom Rhythmus her ist es ja sehr gerade gespielt, aber dadurch, dass das Bassinstrument und dieses, was wir oben so in den Mitten hören, was so ein bisschen verzerrt klingt und sehr breit ist, sehr groovig da einsetzt, haben wir hier wirklich direkt so ein Gesamtpaket. Es ist absolut groovy, ja. Also ja, es werden wahrscheinlich 110 BPM sein, schätze ich mal. Da erwarte ich irgendwie so wirklich was Trockenes. Aber ja gut, wir gucken mal, wie es weitergeht. Es ist interessant, so langsame Dance-Moves zu sehen in der Hook. Also, dass die jetzt nicht so super schnell irgendwas machen. Sehr interessant auf jeden Fall. Sehr künstlerisch. Ja, also hier auch viel mit so einem Subbass und Subdowner und so viel drin, machen die schon sehr viel. Ich sehe noch nicht den Michael Jackson raus so. Ja, minimal. Dance-Moves? Ja, so ein paar kleine Dance-Moves vielleicht genau, zwischendrin. Und er hatte hier auch einen Handschuh. Wobei der halt viel länger ist, aber schon tatsächlich in die Richtung geht. Ja, also irgendwie diesen Stil, das hatte ich schon noch gesehen. Ne, so zwischendrin hat er schon mal kleine Moves. Was interessant war hier, dass es eine Filmrolle ist. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mir schon. Ich habe es nur da nicht gesagt und dachte, es wird vielleicht nochmal kommen, aber es ist nicht nochmal gekommen bisher. Krass. Mhm. Habe ich jetzt gerade den Verse ein bisschen übersprungen, kann es sein? Ja? Bin mir nicht, ich glaube schon, ja, ich war eigentlich hier. Ja, ich glaube immer noch, dass wenn in dem Verse zumindest die Stimme weniger Raum hätte, ein bisschen trockener klingen würde, dass das einfach gerade dann in der Hook, wenn man da dann Raum drauf gibt, vielleicht irgendwie
mehr knallen würde. Ja, es ist schon sehr so eine Linie eher, ne? Ja, aber sowieso auch, weil er schon sehr monoton fast singt. Er hat ja jetzt nicht irgendwie große Ausbrüche in seiner Melodie, weder im Verse noch zur Hook hin. Da kann man dann halt genau mit so Mixing-Sachen dann mal rumspielen. Aber gut, wir gucken mal den C-Part. An dem Part fand ich jetzt eigentlich cool, das war ja so ein angehängter Hook. Noch mit dieser Offbeat Hi-Hat, die immer zwischen Kick und Snare dann spielt. 움직여봐 이 끌린 body and soul 눈 떠 너의 소리를 들어봐 넌 뭘 원해 난 네가 몰랐던 걸 알게 할 Ja, holt mich nicht so richtig ab. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil mir gar nicht so viel auffällt. Ich glaube, Butch hat gerade gebellt im Schlaf. Im Schlaf, ja. Er holt mich nicht so richtig ab irgendwie. Ist so ein bisschen sehr eintönig, einlinig so. Ich finde es ganz cool eigentlich, aber... Am Anfang der Groove fand ich mega geil, deswegen überrascht es mich, dass es nicht irgendwie nochmal so irgendeinen krassen Wechsel gibt, so ein bisschen wenigstens. 더 원하게 될 테니 더 천천히 너를 애태우게 할 한계 없이 더 빠져들고 싶게 할 너의 심해 및 그 고요를 깨운 날 더 원하게 될 테니 더 타오르게 된 넌 Ja, typische Michael-Pose hier. Doch, mir hat der Song gefallen. Ja. Ja, der Groove und so ist cool. Das Video ist auch echt gut, muss man schon sagen. Sehr, sehr viele künstlerische Bilder, die hier umgesetzt wurden. Definitiv krasse Outfits und so weiter. Ich finde die Nummer aber ein bisschen zu rund. Also ich glaube, das liegt vielleicht einfach daran, dass die hat keinen... Die bricht nicht irgendwo nochmal aus oder holt einen dann nochmal irgendwie fett ab. Das ist halt so, das das könnte so nebenbei im Radio laufen. Ja genau, ich wollte auch sagen, ich finde die mega geil. Ich würde die auch in meine K-Pop-Playlist packen, aber ich würde die halt so im Hintergrund einfach hören. Genau. Nicht so ein Song, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, der ist an, da muss jetzt irgendwie mittanzen und mitsingen oder sonst was für eine Party mitmachen. Ja. Vielleicht deswegen. Also sonst aber ist alles produktionstechnisch wieder einmal absolut on point. Diese Shots teilweise, die Shots sind krass, Szenen, ja. Die sind wirklich krass. Die haben auch einiges an CGI hier reingehauen. Das ist wieder wirklich respektabel, was sie hier wieder gemacht haben. Die ganzen Outfits und so. Ja, Wahnsinn wieder. Also da kann man wirklich auch wieder nichts sagen. Das ist dann halt wirklich so eine Geschmackssache. Auch wie gesagt, für mich dann eher eine persönliche Sache, wie die Stimme gemischt wurde in den Verses. Ich glaube, es hätte dem Song einfach mehr gegeben. Das ist aber auch wirklich Geschmackssache. Ja, also, ja. Ja, trotzdem gute Nummer. Ja, aber also halt so gut produziert. Gut produziert. Für mich ist sie ein bisschen zu gut. Zu rund einfach. Ja, weil das ist halt das Ding. Manchmal bei Produktion macht es keinen Sinn, alles perfekt zu bedienen, weil es dann sehr schnell wie so ein Baukastenprinzip-Song klingt.
Und vor allen Dingen, wenn man stimmlich da nicht irgendwie mal ein bisschen dann da wenigstens noch was rausholt oder irgendwas macht. Und ich glaube nicht, dass er ein schlechter Sänger ist. Das bedeutet das nicht. Nur, dass das bewusst nicht umgesetzt wurde in diesem Song. Warum auch immer. Ja? Man kennt ja immer die Absichten nicht der Künstler und der Produzenten und so weiter und so weiter. Da sind ja auch meistens dann auch noch Labels, die auch noch was leider da mitzusagen haben und so. Das heißt es nicht, aber dann wird das halt irgendwann so eine durchpolierte Nummer. Das meine ich damit. Und dann die einen irgendwie nicht mehr fasst so, also oder berührt in dem Sinne. Es ist jetzt nicht, emotional habe ich hier einfach keinen Anhang gefunden, keinen Anschluss gefunden bei dem Song. Dann müssen wir uns wohl noch einen anderen Song von dem mal angucken demnächst. Ja, eben. Das würde mich echt interessieren, noch mal was anderes von ihm zu sehen dann. Ja, das ist ja auch jetzt die erste Nummer, die ich von ihm gehört habe. Wer weiß, was da noch alles kommt und gibt. Das ist ja auch immer so die Sache. Das ist jetzt wirklich erster Song gewesen. Von daher. So, ich hoffe, ihr konntet trotzdem was mitnehmen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den Song findet und ob es da bessere Songs natürlich von ihm gibt. Wir haben da, glaube ich... Das war jetzt halt so der neueste, glaube ich, von ihm. Ah, okay. Da sind aber auch noch andere von ihm, meine ich, drin in der Liste. Ja. Also ihr könnt es aber trotzdem gerne zur Sicherheit nochmal reinschreiben. Wir haben die Liste aber sonst auch. Und ja, ansonsten schaut gerne auch mal bei Dana vorbei, bei ihrem YouTube-Kanal und Instagram, vor allem bei YouTube, vor allem wenn ihr wissen wollt, wie sie es schafft, so auszusehen. Beauty. Ja, diesmal hat sie ein Beauty-Video gemacht, das kommt jetzt am Sonntag. Und ja, schaut es euch mal an, dann wisst ihr, wie ihr so ihr Daily Routine Make-up aussieht. Ja, ansonsten gerne hier ein Abo da lassen und bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Tschüss.